Er hing dann da auch wie so ein Fisch so aus. Kopf ich über. war im Louvre und habe auch gesteuert und er hing da so vor mir. It happens to the best of us. Cut. Ja, willkommen aus Portsmouth. Wir sind hier schon in England auf dem nächsten Event. Hinter uns wird gerade das Boot schon zusammengebaut. Wir lassen jetzt New York nochmal Revue passieren. Und schau uns mal den Vlog an und abonniert den Kanal. Die Wings sind wieder repariert, einsatzbereit für das Wochenende. And there are no spare boards, so we need to take care of them tomorrow. Das ist erstmal Ah ja, stimmt. New York waren wieder auf den alten Boards. Austern essen. Austern essen war ich auch. Nicht weiter segeln lassen. Und Der Jonas ist Abgang. über Bord gegangen. Da machen wir aber ganz kurz Stopp. Ja, ich glaube, die anderen Boards waren wieder neu. Ne? Oder also, was heißt nicht neu? Es waren die alten Boards, also noch das L-Form. Wir haben ja mittlerweile jetzt die Ts. Aber da sind wir auf die alten zurückgegangen, weil für die neuen T-Foils haben wir die Light Air Wings noch nicht. Deswegen sind wir auf die alten L-Boards gegangen, was doch immer wieder ein Unterschied war. Ja. Man musste wieder irgendwie... Ich glaube, im Endeffekt haben wir es auch ein bisschen unterschätzt wahrscheinlich. Ich glaube auch. Wie einfach, wie unterschiedlich das Boot sich auch anfühlt. Ja. Und dann sind so diese Muscle-Memory-Sachen, die man irgendwie schon so drin hat, Ja. die dann irgendwie wieder so ein bisschen Schwierigkeiten bereitet haben. Deswegen ist Jona über Bord gegangen. Ausreden. Rüber, weil es gibt hier ein Projekt, um den Hudson River ein bisschen zu reinigen. Finde ich auch ehrlich gesagt ein cooles Projekt, muss ich sagen. Wusste ich auch nicht, dass die wirklich der Hudson River ja mit Austern gereinigt werden soll. Und die da über 10 Millionen Austern ja in den Hudson River pflanzen. Ja, geil. Ja, die das Wasser, die Wasserqualität da wieder aufbereiten sollen. Das ist eigentlich echt interessant. Und jetzt schneiden wir eine Tomate. Ich bin schon Und ganz dann haben wir hier ganz geile Austern-Tacos gemacht. Die waren echt lecker. Frittierte Austern. Felix Chef, He knows what he's doing. He was pretending like he doesn't know. He already. he knows what he's doing. Sorry, Jamie Oliver, I'm taking over now. Ja, ich habe hier gerade gelernt, die ersten Oyster-Schackungen. Jetzt muss man hier vorsichtig den Deckel einmal abheben. Can we have one straight like this? Cheers. Stimmt, CJ hatte ihre erste Auster mit mir. Die hat noch nie eine Auster gegessen. Mochte sie? Sie war nicht abgeneigt. Dafür, dass die ja echt speziell sind, den muss man ja echt mögen. Aber es ist ja geil, so der kleine Taco mit den frischen Sachen dran. Das war echt lecker. Sieht aus, als würde es Ja, gefallen. Ja, also Austern, wie wir heute gelernt haben, die werden jetzt hier im Hudson River, hier in New York, werden sie genutzt. Also die werden hier in Farmen angebaut. Sie haben eine reinigende Wirkung für das Gewässer quasi, weil sie eigentlich wie Filter sind im Wasser und geil. Nährstoffe Das ist doch der Koch, ja, das war der Chef, der die ist dabei. Austern, also die ganzen Muscheln, die Schalen, die werden hier alle gesammelt. Fotobaum. Und diese Schalen werden dann in die Oysterbanks hier im Hudson River gegeben und dadurch vermehren die sich. Also durch dieses Projekt supporten wir mit den Schalen. Also die essen dann, die nehmen dann wieder die Ja, alten Schalen. die Austern können sich wieder von den alten Schalen wieder ernähren quasi und die nutzen die alten Schalen, um sich ja zu ernähren und sogar weiterzuentwickeln. Austern können auch das Geschlecht wechseln. Die können entscheiden, ob sie männlich oder weiblich sind. Auch mega interessant, wusste ich auch noch nicht. Noch hier schönes Fotoshooting. Ja, Press Conference, wie immer. Big Dogs. New York ist einfach so ikonisch. So geil, oder? Die Skyline, der Backdrop. Es ist schon eine geile Stadt auf jeden Fall. Herzlich willkommen aus New York. Segelrevier, Hinter uns nicht wird ganz so gerade geil. das Boot aufgebaut. Die Wings sind Tricky. wieder repariert, Aber es einsatzbereit. wird für auch vom das rein Wochenende. seglerischen. Heute Ja. Training Day. Wir haben relativ viel Zeit auf dem Wasser. Wir segeln viele Starts mit anderen Teams Erik und Rosegarten werden vor allem Heil. versuchen, unsere Mit neuen Manöver ein Nachnamen. bisschen zu verbessern. Seit New York das erste Mal. Das war Donnerstag wahrscheinlich. Will Tiller hat das erste Mal seine Bib mit seinem Namen. Ah ja, richtig. Wir sind hier Aber nochmal ein neuer Name. von Manhattan. Bestes Wetter hier in New York, die Sonne scheint, 28 Grad, wir haben ungefähr 20 km/h Windgeschwindigkeit. Wir trainieren gleich ein paar Starts mit einer Gruppe von 6 Booten. Segeln um Mark One, einmal runter zum Gate und das wiederholen Ah, wir das war der 6-7 Mal, Donnerstag, glaub ich. ne? Practice. Und danach haben wir noch Das war geil, der Donnerstag. Das erste Mal wieder, dass wir mal so 4 Stunden auf dem Wasser waren. Wobei wir dann ja auch Wing-Issues hatten, ne? Wir hatten ein paar kleine Issues, stimmt. Der Wing ist einmal die Hydraulik kaputt gegangen. Da wieder ein bisschen Zeit verloren. Die wurden es aber wieder gut geschrieben am Ende. Ich glaube, es war echt ein richtig langer Tag auf dem Wasser. Aber das war mal wieder gut, da anzugreifen. Kriegt man schon wieder Bock auf Segeln. Ja. Ah ja. Ah ja, hier ist es jetzt, glaube ich. Ne? Alle ja, Wieder gucken hoch. dramatische Musik. Abrupt gestoppt. Es ist eine Pumpe ausgefallen, die die Wing-Funktion mitsteuert. Stu konnte seine Wing... Ja, da ist leider so eine Hydraulikpumpe ausgefallen, hat die ganzen kleinen Feinfunktionen, um quasi das Shape von dem Wing zu verändern. Die sind da ausgefallen und hat uns dann leider
über eine Stunde, glaube ich, gekostet, ne? Optionen nicht mehr bewegen. Schade, weil es sind echt richtig geile Bedingungen hier. Ich glaube, es wird in New York nicht viel besser. Das Race Management will uns so, glaube ich, nicht weiter segeln lassen, aber wir kriegen jetzt vom Hydro-Team jemand an Bord, der sich die Sache mal anguckt. Wir haben aber so richtig ein Issue gefunden, haben sie nicht, ne? Doch, ich glaube, das war das eine Pumpe? Das war entweder die Pumpe. Sie Weil haben die auf jeden Fall Pumpe was wurde gewechselt. ausgewechselt, Ja, genau, die Pumpe. Ich glaube, es war die Pumpe oder der Motor der Pumpe. Da war die Pumpe oder der Motor kaputt. Es wurde jetzt beides ausgetauscht. Einmal der Elektromotor, Ah, ja. der die Pumpe antreibt. Und jetzt Wurde beides selber. ausgetauscht. Jetzt segeln wir wieder los und hoffentlich funktioniert es. Wir haben zwar eine Stunde verloren, aber wenigstens das Problem behoben fürs Wochenende. Und wieder geht's los. Hudson River, geile Segelbedingungen. Anstrengend, hast Straight-Line-Manöver. Ja. Gut, um in den Rhythmus zu kommen. Vor der Liberty. Aber doch so 100% Selbstvertrauen haben wir noch nicht mehr gesammelt mit dem Setup. Wir sind Die alle Hühner Kopf auf der ausgefallen. leider. Einzig Gute wird Alle in man einer sagen, Reihe auf dem Team. dass das geil, mit der Lennart. Pumpe zum Beispiel heute passiert ist ja... Ich habe den auch noch nicht so oft gesehen im Vlog. Eigentlich bin ich auch mal ganz gut. Unser Coach, Showing Face mit seinem großen Sonnenhut. Und auch gesehen haben, dass dann wieder funktioniert. We're done. We are done. We're going home. We are done. We've just been swapping from T-foils to Ja, das ist natürlich auch hart. for Ja. light wind. Because Also von the den alten forecast for the L-Boards weekend wieder is auf die quite Tees tight. umzubauen And it's über quite a big Nacht. change, Nee, ich glaube, so da they im have Trainingstag to hatten wir make a Tees und dann decision wurden auf now L-Boards for the umgebaut. weekend because Das they're not war going to so be war enough das. Ach time so. to change later in the week. It's Aber been a was- long day. Gleich beschissen. Ja, There are gleich no beschissen. spare boards, so we need to take Die care of them Riesen-Action. tomorrow. If not, we're not racing in the weekends. It's going to be a bit Ah stressful. ja, stimmt, wir hatten ja das Racing auf few denen, ne? days, but- Ja. Stimmt. Yeah, we Ja. feel good. Good night. Good night. Good night, sleep tight. In New Dieses York. Jahr das Racing nicht irgendwie so. Ah doch. Aber Practice Day Freitag kann war- ich mich nicht erinnern. Ah, Freitag war. Weiß ich auch nicht mehr so genau. Sind wir da nicht sogar 6 Leuten nur geraced? 6 und 6, das waren mal die 6er-Gruppen, glaube ich. Die eine Gruppe und dann wieder die andere. Das war so Split Fleet Racing. Was auch cool ist, auch Spaß macht. Ab und zu bei Practice Race wird mal die Gruppe halbiert, die 12 Boote in 2 Gruppen von 6 und wir segeln nur zu 6 auf dem Kurs. Und das ist natürlich auch mal ganz angenehm, dann ist die Intensity nicht ganz so hoch. Ist auch, ja, man hat ein bisschen mehr Opportunities, so für taktische Sachen. Ja. Erik noch ein bisschen Media-Action. I'm not sure. I've never seen him do that before in my life. 3, 2, 1. We're here in New York Kann man das Boot ein bisschen for streicheln? another event of Sail GP. It's Be currently good to us. Friday, which is our practice racing day. Der ist auch hart. James gibt ein Interview. Und jemand anderes, ein anderer Segler, der vorbeiläuft. Ich glaube von den Kanadiern. Spritzt ihn einmal an mit einer Wasserflasche. Geil. Also, Sailing day, I would say yesterday, a little bit of breakdowns. We got the L foils back. We're really familiar with these foils and feel like we can. Team meeting. We're getting ready for I love these. race weekend. Definitely more fun to sail than the T. So this could be the last. It was probably the last time we ever sail with them. So we'll enjoy that. German wheel keeps spinning faster and faster in 3, 2, 1. L foils are a little bit more slidey. It's a more loose feeling in the boat. The T foils, they're like driving a Formula One car. You have heaps of grip and they're a bit faster. These foils, it's like driving a rally car on a dirt road. You know, you're sliding around and Ich gliding fand die along alten the Foils water. eigentlich Very, auch very geiler. different feel. Irgendwie, da war das Super Boot alles enjoyable. echt ein bisschen mehr, hat sich alles ein bisschen wilder und mehr Out of Control angefühlt. Ich finde es schon Das war geil, ein es ist, bisschen mit den verrückt, Tepos ja. ist es echt so edgy, so ein bisschen. Ja, aber die verzeihen einem viel mehr, finde ich. Aber man weiß, wenn oh, jetzt passiert was, Leute so gut, dann ist so, oh, die fangen viel mehr ab. Und auf den L war immer alles viel mehr so, oh, wackelig und crazy. Was ich immer ganz geil fand, die so Action auch. slidey, ja. Ja. Hoffentlich haben wir genug Wind. Jetzt gerade sieht es echt gut aus. Ja, hier, Practice Race 1. 6 Boote, wir starten hier mal Bisschen ganz weit gut. oben. Bisschen weit oben. Dann halt Aber was, außerhalb, dritter oder aber- vierter um die Tonne? Oh fuck. Irgendwas ist gerade Ah, ja, kaputt, glaube ich. Ja, das war ein Scheißtag. Ich glaube, beide Oh Male nein. die erste Heise nicht geschafft. Was war das? Problems yesterday, yeah? Ah, dann der hatten wir Wing wieder wieder. den Wing. Oh Mann. Also hier auf dem ersten Reach, Wing schon wieder kaputt. Das ist natürlich wieder nervig bei den Practice Days, wo man 1,5 Stunden da draußen hat. Immer wieder frustriert, der sitzt da, das Tech-Team kommt wieder an Bord. Wir müssen wieder gucken. Man ist auch ein bisschen so unsicher dann auf einmal. Ne? Man weiß, dieses Problem passiert mal wieder und wieder und es ist echt ein Problem, was theoretisch wirklich viele Issues causen kann. War eigentlich ein ganz guter Start, aber dann halt wieder nicht die. Boah, da ist wieder wenig Wind.
Ein Rumgedrifte hier über. So ist F50-Segeln auch nicht so spannend zum Zuschauen, muss man echt ehrlich sagen. So, wenn wir so nicht am Feulen sind, ist echt... Oh, hier auch nicht so gut gestartet. Drag Race. Sind wir da 3 Rennen gesegelt? Ich glaube 3. Nur 3 Rennen leider. Oh, hier und. Oi, Jona den Abgang gemacht. Jona den Abgang einmal gemacht. Ich weiß nicht, wie es sich anfühlt, mir ist es auch schon passiert. Ich glaube, er wollte in der Wende einmal komplett drüber laufen. Eigentlich laufen wir zum Wing. Wir halten uns fest, wie das Manöver und dann laufen wir weiter. Aber da wollte er mal schneller sein. Und ein bisschen zu viel gepusht. Ja, hat sich dann leider ausgezahlt. Und sobald die G-Kräfte einsetzen auf diesem Boot, man kann sich, auch wenn man sich festhält, ich habe mich damals auch an der Wand festgehalten, aber die G-Kräfte kommen und man ist außer Bord. Wir können ja nicht über Bord fallen, weil wir haben ja einen Klettergurt an und sind eingepickt und wir haben so eine Leine, die uns ans Boot immer connectet. Also wir können nicht wirklich ins Wasser fallen. Genau, er hing dann da auch wie so ein Fisch so außen. Also in dem Moment, Kopf ich über. war in Louvre und habe auch gesteuert und er hing da so vor mir, hat mich auch mit so Und dann hat großen Augen angeschaut. Ja, das auch noch im Rennen ist natürlich nicht so geil, aber it happens to the best of us. Aber hat er gut gemanagt. Ja. Sehr deprimierender Tag für uns. Das Boot hat nicht gut Oh, funktioniert. ihr seht mal. Elektronisches Short crew in the Problem, handles. was auf jeden Fall bis morgen gelöst werden muss. Ansonsten können wir so gut wie nicht racen. The Pain. Alle wissen Bescheid. Ja, Ja. kommen wir irgendwie zurück. Bisschen schmerzhafter Tag. Dass Ja. das gelöst wird und Da ist die Stimmung nicht so gut, sieht man gleich. Just got a message Ja, this morning. das war we dann should be prepared. Saturday, Sunday. Das kommt als nächstes. Kanal abonnieren und kommentieren. Sagt uns eure Meinung.